Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute sehen wir die zweite Kategorie von Sachen, die ich in der Serie reinbringen möchte, nämlich Konzepte. Konzepte sind nicht so wie letztes Mal, wo wir konkrete Algorithmen haben. Also bei KNN hatten wir konkrete Algorithmen, harte Zahlen, wie man es berechnet und so weiter und so fort. Wie machen wir das auf konkreten Sachen? Bei Konzepten ist das Ganze ein bisschen anders. Wir haben so ein bisschen wischiwaschi das Ganze. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Im Prinzip müsst ihr das, es ist sehr allgemein gehaltenes Konzept, deswegen ist es ein Konzept. Und ihr müsst das Ganze dann auf euren persönlichen Fall anwenden. Also was braucht ihr dafür? Und von diesen Konzepten, das ist das Tolle daran, kann man easy, ohne weitere Probleme, mehrere Konzepte auf einmal verwenden, plus dann noch vielleicht ein, zwei Lernalgorithmen, irgendwie alles miteinander kombinieren. Die Konzepte lohnen sich irgendwie immer. Also wenn ihr irgendwas wirklich Großes machen wollt, dann sind die Konzepte ohne Frage richtig geil. Okay, speziell jetzt das Case-Based Reasoning, wenn wir es mal übersetzen, fallbasiertes Entscheiden, ja, so kann man, oder argumentieren von mir aus auch, so kann man das Ganze vielleicht übersetzen. Was das Ganze beinhaltet, ist Folgendes: Wir speichern uns Fälle zwischen, die ähnlich waren wie das, was wir was wir jetzt lösen wollen. Also wir speichern uns einfach mal Fälle zwischen. Ich schreibe es jetzt einfach mal so auf, als mehr oder weniger Pseudocode-Algorithmus. Speichere Fälle zwischen. So, und jetzt werde ich hier einfach mal einrückend reinschreiben, was so ein Fall ist. Also so ein Fall ist eine Problembeschreibung. Eine Problembeschreibung bedeutet, wir wissen dadurch genau, was für ein Problem wir haben. Also zum Beispiel haben wir auch hier irgendwelche Attribute, wie beim KNN auch. Und die sagen uns zum Beispiel an, okay, wir wollen jetzt, unser Fall enthält ein Kochrezept mit, keine Ahnung, Tomaten, Spaghetti und Hackfleisch oder sowas. Und dann, ja, das ist unser Fall, also unser Problem, unsere Problembeschreibung sozusagen. Wir suchen ein Rezept, das Spaghetti oder Nudeln generell enthält, Tomaten und Hackfleisch. So, und unsere Lösung, die muss dann auch noch zwischengespeichert werden, die nennt sich dann Spaghetti Bolognese. Okay? Weil da ist alles drin, was wir haben. Es könnte aber auch zum Beispiel eine Lasagne sein, denn Nudeln sind vielleicht auch diese Nudelplatten gemeint. Das heißt, es gibt mehrere Lösungen eventuell. So, und was wir dann noch reinschreiben könnten, beziehungsweise normalerweise sollten, wie sind wir drauf gekommen, also wie sind wir zu unserer Lösung gekommen von der Problembeschreibung. Wie haben wir sozusagen herausgefunden, dass das Ganze passt? Da wäre dann der Ansatz, ich habe einfach mal alle Rezepte auf Chefkoch durchgeguckt und dann geguckt, was alles diese drei Sachen enthält. Das wäre eine valide Beschreibung, wie wir drauf gekommen sind. Das heißt, ein Ergebnis, sowas in die Richtung. Okay, und jetzt mit diesen Fällen, mit diesen Dingern kann man sehr, sehr viele Sachen machen. Und da gibt es ein paar Methoden, um genau zu sein, 4 Stück. Und die möchte ich euch alle vorstellen. Und zwar, das erste nennt sich Retrieve. Also, wir haben diese ganzen Fälle irgendwie zwischengespeichert. Jetzt kommt der Retrieve-Schritt. Also das ist quasi die Vorarbeit, die man leisten muss. Jetzt Retrieve beschreibt sozusagen das, was wir als erstes machen müssen. Und zwar uns den passenden Fall raussuchen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze als Pseudocode wieder sozusagen angucken wollen, es ist ja nicht mal wirklich Pseudocode, es ist so ein relativ offenes Konzept, wie gesagt. Aber wenn wir hier jetzt dieses Retrieve ausführen, dann kriegen wir wieder eine Problembeschreibung. Und die kann sich natürlich unterscheiden von der Problembeschreibung, die wir hier schon zwischengespeichert haben. Ansonsten wäre das ja absolut kein Problem. Wenn wir genau dasselbe Rezept wieder suchen, dann ist das alles easy. Also sagen wir mal, wir haben dieses Tomaten, Hackfleisch und Nudeln hier oben als Fall zwischengespeichert. Als neue Problembeschreibung kriegen wir dann einfach nur Nudeln und Hackfleisch. So, da gibt es natürlich noch mehr, aber was wir jetzt machen ist, wir suchen uns das möglichst ähnliche, den möglichst ähnlichsten Fall suchen wir uns hier raus. Und wie das Ganze gemacht wird, das ist dann wirklich die Sache von eurer speziellen Implementierung, also wie ihr das Ganze dann bei euch macht. Muss man wirklich für jeden Fall, oder nicht für jeden Fall, aber für jeden Anwendungsfall einzeln nachschlagen. Ich schreibe jetzt hierzu einfach mal auf, finde ähnliche Fälle. Wenn ihr irgendwelche Parameter oder sowas habt oder Attribute, dann könnt ihr das zum Beispiel wie beim KNN auch über die sogenannte euklidische Distanz machen.
Also unsere D-Funktion, die gibt uns da eine Distanz, einen Unterschied zurück. Okay, der nächste Schritt ist Reuse. Reuse bedeutet, wir übernehmen einfach die Lösung von diesem ähnlichen Fall. Nimm die Lösung vom ähnlichsten Fall. Und wir benutzen die Lösung einfach als Ansatzpunkt für unseren Fall jetzt. Das heißt, wir würden einfach anfangen mit der Beschreibung Nudeln und Hackfleisch bei Spaghetti Bolognese. Okay, nächstes ist Revise. Das ist der dritte von 4 Schritten. Wir haben es gleich oder fast. Das passiert uns jetzt bei der Spaghetti Bolognese nicht. Das wäre nur der Fall, also man benutzt den Revise-Schritt nur, wenn man das Problem nicht schon bei Reuse gelöst hat. Also unsere Spaghetti Bolognese wäre ja durchaus eine Lösung für Nudeln und Hackfleisch. Aber nehmen wir mal an, wir haben unter den Fallbeschreibungen hier, haben wir Nudeln und Hackfleisch gespeichert. Und Nudeln, Hackfleisch und Tomaten, so wie wir es halt bisher hatten. Und jetzt haben wir als Problembeschreibung plötzlich Nudeln, Hackfleisch, Tomaten und Feta-Käse. Und was man jetzt macht hier, man sucht sich im Reuse-Schritt immer noch die Spaghetti Bolognese, weil das ja am ähnlichsten ist. Aber bei Revise muss man die Lösung jetzt ein bisschen anpassen. Das heißt, hier passen wir unsere Lösung an und hauen einfach an unsere Spaghetti Bolognese noch ein bisschen Feta-Käse dran, anstatt dem normalen Käse oder anstatt Parmesan. Ist natürlich durchaus möglich, dass man sowas machen kann, wenn man jetzt gerade Bock auf Feta oder sowas hat. Gut, und dann kommt der Retain-Schritt. Das sind im Prinzip die 4 R-Schritte. Retrieve, Reuse, Revise, Retain. Alle fangen mit RE sogar an. Kann man sich relativ gut also merken. Bei Retain machen wir jetzt genau das, was man erwarten würde, nämlich wir speichern uns den neuen Fall in unsere Datenbank ab. Also speichere in Datenbank. Ich kürze Datenbank gerne mit DB ab. Ich hoffe, das passt für euch. Das heißt, wir haben jetzt die neue Problembeschreibung, dass wir Spaghetti, Hackfleisch und Feta benutzen wollen, in unsere Datenbank abgespeichert mit der neuen Lösung, dass wir einfach Spaghetti Bolognese mit Feta-Käse dran machen. Okay? So passt es eigentlich ganz gut und ja, das ist im Prinzip das ganze Konzept hinter CBR, also Case-Based Reasoning. Man sucht sich die ähnlichsten Fälle, passt die Lösung möglichst nah dran an und speichert sich das Ganze wieder in die Datenbank. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Ganze hat durchaus praktischen Sinn. Also zum Beispiel zur Klassifikation von Texten wird das Ganze angewandt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, sich hier irgendwie auszukennen. Und ja, deswegen ist es immer noch sehr, sehr interessant, würde ich mal so behaupten. Aber ich mache dazu jetzt nicht mehr Videos, denn wirklich schauen, was man da benutzt, also wie man diese 4 Algorithmen dann tatsächlich später benutzt, das ist dann, wie gesagt, immer Sache des Problems und der Problemstellung. Deswegen überlasse ich das logischerweise euch, weil ich euch da auch nicht so direkt was sagen kann dazu. Genau. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Und wie gesagt, es wird noch ein paar weitere Konzepte geben, aber wahrscheinlich als nächstes gibt es eher mal ein paar harte Algorithmen wieder. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.